Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Und diesmal geht es weiter mit Episode 5, denn wir haben die Episode 4 schon abgeschlossen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, nachdem wir das letzte Mal ja gesehen haben, oder in der letzten Episode ja erfahren haben, wer eigentlich dahinter steckt. Beziehungsweise wir haben gedacht, wer dahinter steckt. Eigentlich soll es ja der Nesen gewesen sein, zumindest haben die Hinweise alle darauf hingedeutet. Und zum Schluss kam eine kleine Überraschung heraus, wer das dann wirklich war, wer dort auf dem Schrottplatz auf uns gewartet hat, ja, Chloe erschossen und ja, uns eine Spritze in den Hals gerammt hat. Ja, all das lässt eigentlich nur die Neugierde in uns offen. Denn eigentlich jeder, der die Episode vorher gesehen hat, jeder, der die Geschichte kennt, die vorher passiert ist, der ist auch gespannt, wie es weitergeht. Ich will gar nicht großartig weiter ringsrum reden. Wir werden jetzt direkt loslegen in Episode 5. Also, herzlich willkommen zu Episode 5. Previously on Life is Strange. Whoa! What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody, except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard! Max, we have to find that spot now! Rachel, what? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? Ja, das ist ein kleiner kurzer Rückblick zu dem, was bisher passiert ist. Hier noch einmal der Hinweis, dass jede unserer Entscheidungen wichtig ist für die Folgen von dem, was passieren wird. Okay, auf geht's in Episode 5. Auch ein bedeutendes schrilles Ertönen. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Offensichtlich wachen wir jetzt langsam auf. Das sieht aus wie ein Fotoschirm, der so ein bisschen verschwommen ist. Eine Kamera. Sind wir etwa wieder in der Scheune? Square Enix. Tatsächlich das Kamera-Equipment. Wir müssten wieder in der Scheune sein, wenn ich mich recht erinnere, beziehungsweise in dessen Keller. Wurden jetzt auch etwa Fotos von uns gemacht? Don't Entertainment. Und die Kamera, die wahrscheinlich auf uns gerichtet ist. Oh Leute, ich bin so aufgeregt. Ich bin so gespannt. Und natürlich, das dürften wir sein, gefesselt auf dem Stuhl. Life is Strange, Episode 5, Polarized. Herzlich willkommen noch einmal dazu, zu dieser Episode, zu der letzten Episode, die es von Life is Strange gibt. Und es gibt ja nichts Spannenderes als das Ende von so einem riesigen Projekt, von so einer riesigen Story und beziehungsweise Geschichte zu erfahren, die wir dazu auch noch selber gestalten. Okay, wir sind hier also auf dem Stuhl, gefesselt, immer noch bewusstlos und natürlich sind Kameras auf uns gerichtet. Okay, es kann losgehen. Wir wachen auf. Chloe? What?
tatsächlich sind wir hier... Ja, in dem sogenannten Darkroom. Das ist ja auch das, wovon Nathan Is immer wieder... anybody out there? Please help! Naja, um ehrlich zu sein, mich würde es wundern, wenn da jetzt jemand wäre. Eine Spritze. Okay, wir schauen uns das mal alles genau an. God, I don't remember anything that. Oh shit, that's me. He took that shot last night. Okay, ich glaube, wir sollten uns mal versuchen zu lösen. Da liegt eine Leiche. Ist das richtig? Somebody help me! Oh Gott, tatsächlich. Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too. This is so bad. Und das ist wirklich ziemlich schlecht. Ich meine, wir haben Victoria gewarnt, aber wir haben sie vor dem falschen Kerl gewarnt. Hat am Ende Nathan gar nichts damit zu tun? Ich weiß es nicht. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Also zumindest die Leute, die es noch nicht kennen. Versuch mal, sie mal anzusprechen. Victoria, wake up. Wake up. Okay, die ist ganz schön ausgenockt, ne? Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too. This is so bad. Okay, wir können versuchen jetzt uns zu lösen eigentlich. If I could move it towards me. Okay, was machen wir denn jetzt am besten? Yay, ein Fuß ist locker, super. Finally, Okay. I'm free. Almost. Okay, den Wagen zu uns holen. Die einzigste Option, die wir haben. Und vielleicht kann man ja mit irgendwas Scharfen das alles lösen. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Ja, tatsächlich, Mr. Jefferson, den wir ja eigentlich so bewundern, der hat uns hierher gebracht. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Ja, jetzt sind wir hier und können wir jetzt nichts weiter machen, oder? Was machen wir denn jetzt am besten? Ich meine, wir haben den Wagen hier. Ich sehe auch nichts, was wir sonst noch anderes tun können. Außer Victoria nochmal Oh anzusehen. shit. Jefferson kidnaps Victoria too. This is so bad. Okay. Mal vorsichtig vorbewegen, versuchen zumindest. These straps hurt. Wir können nichts weitermachen. Leute, ich bin gerade echt am Überlegen, was können wir jetzt am besten tun? Vorwärts kann man nicht mehr. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Nee, zurückspulen. Ich wüsste auch gar nicht, warum wir zurückspulen sollten. Kann man vielleicht noch irgendwas machen, bevor wir den Wagen zu uns geholt haben? Einfach mal gucken. Ich meine, die Fähigkeit haben wir ja nicht umsonst, oder? So, nochmal. Ja, wir können aber trotzdem nichts lösen. So, okay. Loslösen. Ja, das funktioniert aber auch nicht so wirklich. So machen wir nur den Fuß frei, also... Finally, I'm free. Almost. Aber wir können nichts anderes machen. Also den Wagen müssen wir schon zu uns ranziehen. Linke Maustaste Photoshop. Ah, okay. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Okay. Okay, dann versuchen wir das mal scharf zu stellen. Oh, that's great. Here we go, Leute. Max. Okay, mal schauen, ob wir irgendwas in der Vergangenheit ändern können. This angle highlights your purity. See, the slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ.
Look at that perfect face. Okay, das ist also seine wahre Intention dahinter. Seine Fotos also alle nur aus Hold solchen... that stare there! Stay still! Ja, Aggressivität. Das ist der wahre Grund, warum er seine Fotos so schießen konnte, wie er es halt gemacht hat. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Oh Mann, was für ein Mistkerl. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. Mann. Ich weiß nicht, worüber der genau faselt, was Nathan angeht. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Also hat er wirklich alles nur inszeniert, Nathan in die Schuhe geschoben und ja, seine Max, Fotos, seine Models mussten alle please do sterben. not move so much. I Naja. need you posed and framed my way. Ja, jetzt verschwinde endlich, dass wir uns hier irgendwie befreien können, Maybe Mann. a new dose will calm you down. Oh Gott. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Ja, könnte an unserer Fähigkeit liegen. Remember my #1 rule. Always take the shot. Okay. Und da wären wir wieder bewusstlos mit seiner Droge, die er uns gegeben hat. Okay. So, was haben wir da denn jetzt geändert? Was hat sich für uns geändert? Oh, Jesus. I can't believe that happened. So sick. Okay, es scheint so, als ob da noch ein zweites Foto ist. Und vielleicht haben wir es ja geschafft, dass Victoria jetzt, ja, dass sie, wie sagt man, nicht betäubt ist, dass sie nicht so stark betäubt ist, weil das Fläschchen mit dieser, ja gut, da unten steht noch eins, ne? Gut, wir schauen uns das alles erst nochmal genau an. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Okay.
da werden wir wahrscheinlich nichts weiter zu sagen, oder? No. That picture isn't going to help. And I can't go through all that again. Ja gut, I won't. das ist verständlich irgendwo, ne? Also wir haben jetzt im Endeffekt schon mal erfahren, dass Mr. Jefferson derjenige war, der eigentlich alles inszeniert hat. Alles, was passiert ist mit den Mädels, beziehungsweise den jungen Frauen, was ja eigentlich, oder wo alle dachten, dass es Nathan ist. Es war Mr. Jefferson einfach nur. Und das ist schon echt krank, sich sowas einfallen zu lassen. Und dann die Fotos, wenn man sich überlegt, die Fotos, die Mr. Jefferson dann entsprechend veröffentlicht hat, die waren wahrscheinlich alle mit solchen Models. Also das ist schon recht heftig. Okay. I broke those files when I kicked the trolley. Ja, genau. Die Kamera. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Gut, vielleicht bekommen wir ja die Chance dazu. Wir versuchen erst einmal, Victoria Oh, anzusprechen. shit. Jefferson kidnaps Victoria too? This is so bad. Victoria. Hey, Victoria. It's Max. Can you hear me? Max. Oh God. Where are we? Oh, what's happening? You've been drugged like Kate. And me. Do you remember how you got here? No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Then I went to Jefferson for help and he was acting so weird. That's the last thing I remember. And I can't move my hands. Help me, Max. Please, I'm sorry for everything. Listen carefully. Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Max, I just can't believe this is real. I don't want to die like this. I'm only 18. Und da ist sie wieder bewusstlos, oder? Ja, wie gehen wir jetzt vor mit Victoria? Weil, ich meine, klar, wir könnten jetzt sagen, sei ruhig oder niemand wird sterben, sie beruhigen. Also, ja, oder eher sagen, wir haben einen Plan, wobei Victoria wird es wohl kaum glauben, dass wir einen Plan haben. Just hold on, Victoria. Nobody is gonna die. Anymore. Max, what's going on? I thought you said Nathan was dangerous, but it was actually Mark? Mr. Jefferson? I was wrong. I should have known that Nathan couldn't do all this on his own. Do what? What's going to happen to us? Oh, please get us out of here. I'm not going to let that asshole get away with this. I need you to be strong. I can't do this alone. We need to act while we're clear-headed. If he doses us again, we'll forget everything. Then Kate Marsh was telling the truth, even though I knew she wasn't lying. And I could have helped her, Max. But I hurt her. Now it's my turn. Hat sie etwa gewusst, dass Kate Marsh von Mr. Jefferson entführt wurde? Hat sie das gewusst? Ich meine, zumindest ihre Worte klingen jetzt so ein bisschen danach und das erschreckt mich auf der einen Seite, weil, ja, ich meine, warum hat sie sich denn niemand sonst anvertraut, die Victoria? Also, das ist so ein bisschen unübersichtlich, oder was ist da los im Endeffekt, ne? Ja, was haben wir hier zur Auswahl jetzt? Wir sind beide hier, na klar, sind wir ja auch und es ist Schwachsinn, aber ich glaube, in dem Moment ist es wirklich das Beste, sie zu beruhigen, deswegen sag mal einfach mal, das ist Schwachsinn. Auch wenn es vielleicht, ich denke nicht, dass es unbedingt Schwachsinn ist, wenn sie wirklich davon gewusst hat, dann hätte sie es jemand sagen müssen. That's bullshit. Nathan and Jefferson killed Kate. And she deserves justice. I just can't believe Jefferson could do this. And I even blackmailed him into making me win the contest. I'm stupid, stupid, stupid! Victoria, we will find a way to escape. I promise. Max, I believe you. Okay, sie glaubt uns schon mal, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Gut, wir haben hier nichts weiter, was wir erkunden können. Schauen wir uns das nächste Foto an. Whoa,
I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Und das machen wir jetzt auch. This might work. Why is Mr. Jefferson doing Please this? work. Why? Okay. Und, zack. Okay, schauen wir, was jetzt passieren wird. Natürlich wieder bei Mr. Jefferson, der uns fotografiert. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Ja, hoffentlich. Psychopath ist er definitiv. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. In Seattle? War er in Seattle und hat dort etwa auch noch Frauen und junge Frauen umgebracht? Sie als Models missbraucht? Ja. Ja gut, irgendwo muss er ja seine Fotos herbekommen haben, die ihn dann so berühmt gemacht haben. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Ja, ich meine, auf der einen Seite hat der Mr. Jefferson ja recht. Man spielt einfach nicht mit Waffen rum und man legt sich auch nicht unbedingt mit jemandem an, der einem dann doch irgendwo intellektuell dann überlegen ist. Aber gleichwohl muss man dazu sagen, das ist auch kein Grund, jemanden umzubringen. Im Gegenteil, dann sollte man seinen Intellekt ausnutzen und den Leuten dann irgendwo Paroli bieten können, ohne dass man Waffen benutzt. Auch wenn Chloe in dem Moment oder in dieser Situation auf dem Schrottplatz ja dann doch sehr aggressiv und extrem geladen war. Das macht man einfach nicht. Und er tötet ja offenbar einfach nur aus der Motivation heraus, seine Fotos so gut wie möglich hinzubekommen. Diese Unschuld, wie er es so schön sagt, oder diesen Moment der Unschuld, der dann korrumpiert wird, der dann sich im Endeffekt von einer unschuldigen, ja, beinahe schon defensiven Persönlichkeit zu einer aggressiven Persönlichkeit hin entwickelt, wo man dann eigentlich alles Mögliche in Kauf nimmt, beziehungsweise nicht in Kauf nimmt, sondern alles Mögliche versucht und macht, nur um eben dort wieder herauszukommen. Aber gut, schauen wir mal. Das ist, für mich ist es, zum Teil ist es schon bla bla, aber auf der anderen Seite, Künstler töten einfach nicht. Artists don't drive teenagers to suicide for any bullshit muse. You trained Nathan to drug Kate, to take photos of her. That's why she's dead. Which makes me sad, Max. I will miss her. Kate had such a strong spirit, it was very satisfying to break it down. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Okay, das heißt, im Endeffekt haben wir ihnen sogar noch geholfen, ganz am Anfang. Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wir haben Nathan ja ganz am Anfang beschuldigt,
beziehungsweise nicht beschuldigt, er hatte ja eine Waffe mit. So viel ist ja mal klar, also Leute, denkt zurück an Episode 1. Er hat ja zunächst mal ganz am Anfang Chloe erschossen. Wir haben dann zurückgespult und wir haben Chloe gerettet. Das vielleicht als kleiner Rückblick. Und im Büro des Direktors haben wir natürlich dann auch die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, hier so und so sieht's aus, der Nathan hat halt eine Waffe. Und ja, er wäre vielleicht sogar dabei, diese auch zu benutzen, wenn er könnte. Ja, in allem, oder ganz gesagt, wir haben wirklich dazu beigetragen, dass Nathan jetzt als Sündenbock überhaupt erst dastehen kann. Hätten wir nichts gesagt im Büro vom Direktor, dann, ja, es wäre für Mr. Jefferson wesentlich schwieriger geworden, seinen Plan hier durchzuziehen. Aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, welche Option haben wir denn jetzt? Sie haben Nathan benutzt, natürlich hat er den benutzt, aber er, beziehungsweise mit er ist ja der Nathan gemeint, der ist ja auch krank, ne? Also was seine Gedanken angeht, ist er definitiv krank. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo diese Gedanken herkommen. Hat er diese Gedanken schon gehabt, bevor er Mr. Jefferson kennengelernt hat, oder kommen diese Gedanken erst, weil Mr. Jefferson ihm diese Gedanken eingeimpft hat? Leute, ich weiß es nicht. Aber er ist krank. Nathan ist in diesem Moment krank und deswegen, er ist so krank wie sie. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. Ja, es war ihnen egal. You didn't care about him. You're wrong again. He was genuinely talented, and his father is a serious asshole, as you might know. I know. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Okay, also hat Nathan Rachel Amber umgebracht mit einer Überdosis, obwohl er sie eigentlich auch erst so quälen wollte. Und vielleicht wollte er diese Rachel Ambers ja auch nur so weit quälen, dass er diese Fotos schießen konnte und sie da wieder freilassen. Das wissen wir alles nicht. Aber warum Rachel? Warum? Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. So wie wir. Ich meine, das ist der Gedanke, der mir gerade in den Kopf schießt, weil er sagte ja auch, dass wir beide, also wir als Max und er als Mr. Jefferson, irgendwo eine besondere Verbindung haben. Welche wäre das denn bitte? So, sie hat sie Bilder schießen lassen oder kannten sie Frank? Ja, da stellt sich natürlich die Frage, welche Option nehmen wir? Weil beides könnte sehr interessant werden. Nämlich zum einen die Frage, warum Rachel ihn hätte Bilder schießen lassen können, oder auch die Frage nach Frank, der ja bis jetzt zumindest in diesem ganzen Komplott eigentlich noch nicht großartig irgendwo eine Rolle spielt, beziehungsweise nicht in Zusammenhang mit Mr. Jefferson eine Rolle spielt. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me.
You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Oha. Okay. Now, let's see how these shots came out. Okay. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Oha. Also ist Nathan im Endeffekt auch tot und hier wunderschöne Musik. Wirklich wunderschöne Musik. Aber wisst ihr was, Leute? Mit dieser wunderschönen Sorry. Musik. This is not art. Ja, das ist keine This is purity personified. Also mit dieser wunderschönen Musik werden wir diesen Part beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, ein Däumchen nach oben. Teilt den Link so bitte fleißig. Leute, ich hoffe, ihr seid wieder das nächste Mal dabei, wenn es weitergeht mit Let's Play Life is Strange. Episode 5. Polarized. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.